Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen wieder zurück bei einer neuen Folge von Sei Kritisch. Und wir sind wieder zurück aus dem Urlaub. War auf jeden Fall schön, wenn ich mir die Sachen jetzt anschaue, die wir heute besprechen werden über den Fall von Manuel Schattwalt. Ich hatte euch das auf Instagram auch schon vorgestellt gehabt. Aber wir machen heute einen kleinen Deep Dive, weil hier lohnt es sich wirklich mal tiefer, organisierter reinzuschauen, weil wir haben hier sehr, sehr viele europäische Netzwerke. Ich habe das ganze Thema heute die unzensierte Verbindung von den Stricherbars bis in die Eliten genannt. Das europäische Netzwerk rund um Manuel Schattwalt. Und was soll ich euch sagen? Also es ist wirklich, ich würde nicht sagen, das ist eines der schlimmsten Sachen, die ich jemals gelesen habe, mir angeschaut habe, aber wenn man so frisch aus dem Urlaub kommt, wirklich sich sowas überhaupt nicht gegeben hat. Wirklich, ich habe mir nichts gegeben. Ich habe ab und zu mal ein paar Beiträge geschrieben gehabt und so auf Instagram. Deswegen immer gerne folgen auf Instagram. Unten seht ihr das. Aber ich war wirklich glücklich, mir solche Sachen nicht andauernd anschauen zu müssen. Weil man merkt schon, wie viel Kraft das einen auch nimmt und der Kopf rattert jedes Mal wieder aufs Neue, wenn wir uns überlegen, wenn wir uns vorstellen, was noch auf dieser Welt alles so schreckliche oder für schreckliche Sachen passieren. Jeden Tag, jetzt gerade in dieser Sekunde, das ist wirklich, also wenn man keine Empathie für sowas hat, dann weiß ich auch nicht, ne? Aber man muss sich diesen Sachen stellen. Ich sage es immer wieder. Nur so erlangt der Mensch auch irgendwo Dankbarkeit dafür, dass wir uns nicht in solchen Situationen befinden und wir die Möglichkeiten aber haben und sei es die kleinste Möglichkeit überhaupt. Und ich sage euch immer wieder, meine wichtigste Lebensphilosophie bedeutet immer Eigenverantwortung übernehmen und zu verstehen und zu akzeptieren, dass wir alle eine ganz, ganz, ganz kleine, geringe Möglichkeit haben, solche Sachen aufzudecken und allen Menschen zu zeigen, allen Menschen zu präsentieren und zu sagen, ey, hör zu, es gibt mehr Dinge, über die du dir Kopf machen solltest. Und das Schöne ist ja, dass wir uns gerade in einer Phase des Lebens bewegen, wo wir immer mehr tun wollen, ne? Und ich glaube, das ist das Wichtigste überhaupt. Natürlich geht das nicht alles von heute auf morgen, aber es ist immer Step by Step und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir jetzt langsam diese Steps auch alle bereit sind zu gehen. Das soll es auf jeden Fall erstmal gewesen sein, über diese Themen zu sprechen. Also, wir machen das wie folgt. Ich habe 8 Kapitel für euch vorbereitet. In jedem Kapitel geht es um etwas anderes und dann seht ihr eigentlich die Verbindung und wie traurig eigentlich die ganze Sache gewesen ist, vor allem mit ihm, weil man hätte etwas tun können und man hat es bewusst nicht gemacht und das kennen wir mittlerweile. Das europäische Netzwerk rund um Manuel Schattwalt, die unzensierte Verbindung von den Stricherbars bis in die Eliten. Die Illusion des Schutzes zerschlagen. Wenn wir heute in die Medien schauen, wird uns oft das Bild vermittelt, dass organisierte Pädokriminalität das Werk von gestörten Einzeltätern in dunklen Kellern ist. Uns wird beigebracht, dass wir staatlichen Behörden, der Justiz und großen globalen Organisationen vertrauen können. Wenn ein System wie das von Jeffrey Epstein als Beispiel auffliegt, wird es als amerikanische Anomalie dargestellt. Die Blaupause für das, was wir heute als globalisiertes Elitennetzwerk kennen, wurde Jahrzehnte zuvor mitten in Europa perfektioniert. Es ist eine Geschichte, die 3 Länder umspannt, 3 scheinbar getrennte Netzwerke miteinander verwebt und am Ende in den höchsten Etagen von Politik, Adel, Justiz und internationalem Kinderschutz mündet. Es ist die Geschichte über das Verschwinden eines 12-jährigen Jungens namens Manuel Schattwalt. Und es ist die Chronik eines Systems, das über Leichen geht, um die Wahrheit im Schlamm der Vertuschung zu begraben. Kapitel 1: Die Berliner Lieferkette und die Jagd auf Manuel Schattwalt. Unsere Chronologie des Grauens beginnt am 24. Juli 1993 in Berlin-Tempelhof. An diesem Tag verlässt der 12-jährige Manuel Schattwalt, ein aufgeweckter Junge, der Computer liebte, die Wohnung seiner alleinerziehenden Mutter. Er will mit der Bahn zum Jugendfreizeitzentrum in der Wuhlheide in Berlin-Köpenick fahren, um einen unbeschwerten Ferientag zu verbringen. Als er abends fehlt, beginnt für seine Mutter eine verzweifelte Suchaktion mit unzähligen Flugblättern. Manuel verschwand nicht im luftleeren Raum.
Er stammte aus zerrütteten Verhältnissen und verkehrte bereits vor seinem Verschwinden im Berliner Strichermilieu, insbesondere in der berüchtigten Pinocchio-Bar. Der Kontakt dorthin war kein Zufall, sondern hatte laut Ermittlungsakten zwei grausame Spuren. Zum einen stand sein leiblicher Vater, der Journalist Rainer Wolf, im Verdacht, selbst Stammkunde der Bar gewesen zu sein und seinen eigenen Sohn dort gezielt den Betreibern zugeführt und prostituiert zu haben. Zum anderen nutzte das pädokriminelle Netzwerk Manuels soziale Schutzlosigkeit gezielt aus. Handlanger köderten den oft auf sich allein gestellten Jungen mit Aufmerksamkeit, Geld und Computern. Die Bar wurde so zum logistischen Umschlagsplatz, an dem Manuels Vertrauen systematisch gebrochen wurde. Dieses Milieu wurde nicht von Kleinkriminellen kontrolliert, sondern von einer organisierten Logistikkette, die Kinder wie Handelsware behandelte. Der erste wichtige Akteur in dieser Geschichte ist Lothar G., ein verurteilter Kinderhändler aus Thüringen. Er zog die Fäden in der Berliner Szene, spürte Manuel gezielt auf und betrieb verdeckte Netzwerke sowie illegale Kinderbordelle in den Niederlanden, Raum Rotterdam. Er verschleppte den Jungen schließlich über die Grenze. Robbie van der P., ein junger Mittelsmann und Handlanger des Sanderworter Rings. Er gab Jahre später im Fernsehen offen zu, Manuel in Berlin beobachtet zu haben, wie der Zwölfjährige in das Auto von Lothar G. stieg. Der Sozialarbeiterring. Unabhängige Ermittler deckten auf, dass Lothar G. Helfer im staatlichen System hatte. Ein namentlich geschützter Berliner Sozialarbeiter mit besten Kontakten zur High Society agierte als systematischer Zulieferer und soll mindestens 5 schutzlose Kinder aus Berlin nach Amsterdam an pädophilen Ringen verkauft haben. Manuel Schatwald wurde in den Niederlanden in einem verdeckten Bordell gefangen gehalten und musste unter dem Decknamen Sebastian anschaffen. 3 geflohene Jungen sahen ihn dort und identifizierten ihn später eindeutig. Der erste Verdacht: die gezielte Verzögerung der Justiz. Wer Kriminalfälle dieser Größenordnung untersucht, stößt immer wieder auf dieselben Muster. Wenn es um den Schutz von Kindern geht, treten plötzlich komische Zufälle und bürokratische Blockaden auf, die den Tätern wertvolle Zeit verschaffen. Als die deutsche Polizei 1994 ein offizielles Amtshilfeersuchen an die niederländischen Behörden stellte, sickerten die Informationen auf mysteriöse Weise sofort durch. Das Netzwerk wurde vorgewarnt. Anstatt sofort zuzugreifen, ließen die Behörden wertvolle Tage verstreichen. Manuel wurde hastig nach Amsterdam verlegt. Am 19. September 1994 sahen ihn 3 verdeckt observierende Polizeibeamte das letzte Mal lebend. Ein Zugriff erfolgte trotz der direkten Sichtung durch die Beamten nicht. Man ließ die Täter mitsamt dem Kind einfach ziehen. Kapitel 2: Das Sandwort-Netzwerk, die Yacht Apollo und der Snuff-Film. Die Spur von Manuel führt uns an die niederländische Küste, in den Ort Sandwort. Hier operierte das Sandwort-Netzwerk unter der Führung von Gerrit U. Gerrit U. war kein kleiner Dealer. Er betrieb ein hochgradig profitables digitales Vertriebsnetzwerk für sadistischen Kindesmissbrauch unter dem Codenamen Apollo. Als die Polizei 1998 den Ring endgültig sprengte, stieß sie auf eine gigantische Menge digitaler Daten, tausende CD-ROMs mit unvorstellbarem Missbrauchsmaterial. Doch das logistische Herzstück dieses Rings war die gleichnamige Luxusjacht Apollo. Und ich möchte euch darauf hinweisen, Apollo hatten wir schon. In dem Video Eliten ohne Sehen, da hatten wir nämlich Rob Skipper, der darüber gesprochen hatte, seine These, dass nach dem Zerfall von Babylon alle Menschen in alle Himmelsrichtungen geschickt worden sind. Und dort haben sie die weitere Geschichte von Nimrod erzählt gehabt. Und einer der Namen war Apollo, ne? Und wenn wir gucken, was hat Nimrod gemacht zu den Zeiten von Abraham? Der hat die Erstgeborenen alle töten lassen, weil er wusste, dass einer kommen wird, um ihn vom Thron zu stürzen. Komisch, dass auf der Luxusjacht auch solche Praktiken geführt worden sind, auch noch als Snuff-Filme. Also man hat es auch noch vor der Kamera getan. Versteht ihr, was ich meine? Also diese verrückten Leute, die kommen immer wieder auf diese alten Praktiken zurück. Das werdet ihr auch gleich im Weiteren raushören. Diese Yacht war ein schwimmender, rechtsfreier Raum. Sie lag vor der Küste und diente als exklusive Location für hochpreisige Sexpartys
zu denen gezielt Angehörige der High Society, Wirtschaftsbosse und Politiker aus ganz Europa geladen wurden. Hier verwerben sich die Berichte des niederländischen Geheimdienstes und polizeilicher Ermittlungen zu einer grausamen Gewissheit. Manuel Schattwalt wurde auf dieser Yacht vor den Augen dieser elitären Kundschaft missbraucht und im Rahmen einer sogenannten Snuff-Filmproduktion ermordet. Kurze Zeit später tauchte in den kriminellen Untergrundzirkeln ein illegaler Hardcore-Film mit dem Titel Der Giftzwerg auf. Im November 1997 machten Journalisten dieses Band öffentlich. Als Manuels leibliche Mutter das Material sah, brach sie zusammen. Sie erkannte ihren vermissten Sohn in dem Video unter Tränen zweifelsfrei wieder. Die Dutroux Connection, keine Zufälle mehr. Die Ermittlungen brachten eine Entdeckung ans Licht, die den Raum für bloße Zufälle endgültig schließt und die Existenz eines lückenlosen, grenzüberschreitenden Elitennetzwerks beweist. Informanten und verdeckte Ermittler dokumentierten, dass Schlüsselfiguren aus dem direkten Umfeld von Marc Dutroux und Michel Nihoul persönlich an Bord der Yacht Apollo gesehen wurden. Diese personelle Überschneidung zerschlägt die offizielle These von getrennten lokalen Einzeltätern. Die Drahtzieher des belgischen Dutroux-Komplexes und die Betreiber des niederländischen Sandbordrings nutzten dieselbe schwimmende Infrastruktur. Das bedeutet, Kinder, die in Berlin geraubt wurden, endeten auf einer Yacht, auf der die belgische und niederländische Elite gemeinsam verkehrte. Die Verbindung zwischen den Netzwerkern war nicht nur strukturell, sie war physisch. Kapitel 3: Die britische Brücke, das internationale Ausmaß. Wer glaubt, dass dieses System aus Deutschland, Belgien und die Niederlande beschränkt war, der irrt gewaltig. Der Blick über den Ärmelkanal enthüllt ein noch größeres transnationales Kartell. Am 27. November 2000 veröffentlichte der britische Top-Journalist Nick Davis im The Guardian eine vierteilige Enthüllungsserie, der Titel Britain's Pedophiles: When Sex Abuse Can Lead to Murder. Davis deckte auf, dass britische Ringe in den frühen 1990er Jahren exakt zur selben Zeit von Manuels Verschwinden Amsterdam als logistische Basis nutzte. Ein im Exil lebender Brite namens Warwick Spinks hatte das Geschäft mit Kindern dort regelrecht kommerzialisiert. Er betrieb scheinbar legale Bars und verkaufte minderjährige Jungen unter der Ladentheke. Warwick Spinks verließ Holland nach England und lebte in Hastings, als er schließlich angeklagt wurde, 2 Straßenjungen aus London entführt und vergewaltigt und einen von ihnen an ein niederländisches Bordell verkauft zu haben. Er wurde zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt und als er auf Bewährung freigelassen wurde, flog er weg, vermutlich mit der Hilfe der niederländischen Mafia, die ihm immer noch nichts verweigerte. Im Jahr 2004 war Warwick Spinks ein extrem reicher Mann. Er hatte Unternehmen aufgebaut und Immobilien in Südafrika, Nambia, Polen, der Tschechischen Republik, der Slowakei, der Schweiz, Frankreich und England. Im Zusammenhang mit der Entführung eines 4-jährigen Kindes wurde ein internationaler Haftbefehl gegen ihn entlassen. Spinks ist mit der Themse-Netzwerk Belgien, Holland, Portugal verbunden und hat es auch als Aufgabe gesehen, für die Kinder Ferien zu buchen, die unter anderem gefilmte Kindesmisshandlungen auf Madeira beinhalteten und von Norbert de Rick und de Souza, 2 seiner Leute, durchgeführt werden. Ich hätte noch mehr über Warwick Spinks rausbringen können, aber das wäre ein ganzer Film geworden. Also dieser Typ ist wirklich sehr, sehr tief verstrickt, extrem tief verstrickt, auch mit seinem eigenen Netzwerk. Aber damit ihr so ein bisschen das Know-how habt, wie Europas Netzwerke so miteinander fungieren, habe ich ihn halt auch in dieses Video mitgenommen. Also es zeigt einfach nur, wie gut connected diese Leute waren und wie mächtig auch einzelne Netzwerke schon waren. Ne? Sehr, sehr krass. Ein Kronzeuge namens Terry berichtete den Ermittlern Erschreckendes. Das Netzwerk ging über Leichen. Ein Junge, der im Versteck rebellierte und Ärger machte, wurde vor den Augen der anderen Pädophilen durch einen gezielten Kopfschuss hingerichtet. Ein anderer wurde in Amsterdamer Grachten versenkt. Terry gab zudem an, das brutale Snuff-Video einer Folterung und Ermordung eines Jungen selbst gesehen zu haben, woraufhin er kollabierte. Und jetzt kommt die schonungslose Querverbindung.
Die Ermittlungen zeigten, dass die britischen Täter genau dieselbe Infrastruktur nutzten wie die deutschen Entführer. Sie kauften und verkehrten in den holländischen Bordellen von Lothar Glandorf. Woher kamen die Kinder? Davis dokumentierte, dass die Ringe ihr Material aus den armen Vierteln Englands holten und gezielt aus dem wirtschaftlichen Chaos des frisch wiedervereinten Berlins. Sabotageakte, Yacht und Rotterdam, die geschützte Elite. An dieser Stelle greift das System erneut ein, um seine elitären Kunden zu decken. Dokumente aus Archiven des niederländischen Geheimdienstes bestätigen, dass Informanten konkrete Hinweise auf Manuels Aufenthalt auf der Luxusjacht Apollo lieferten, doch die Ermittlungen wurden von übergeordneten Stellen so lange blockiert und verzögert, bis Beweise vernichtet waren. Die interne Begründung: Es befanden sich einflussreiche und hochrangige Personen auf dem Boot. Dasselbe Muster zeigt sich bei der britischen Spur. Die Rotterdamer Polizei hatte die kriminelle Achse zwischen den britischen Tätern und den holländischen Bordellen präzise dokumentiert, doch sie leitete diese Berichte niemals an den britischen Scotland Yard weiter. Man ließ die Akten jahrelang verstauben, während Scotland Yard die Ermittlungen in London wegen plötzlichen Mangel an Ressourcen einstellte, als die Spur nach Amsterdam zu heiß wurde. Aha, kann man sich gar nicht ausdenken, ne? Kann man sich, dieses Polizei ist Freund und Helfer und die Regierung arbeiten alle für uns. Das ist der größte Schwachsinn. Größter Schwachsinn. Und das sehen wir auch mittlerweile überall auf der Welt, wenn wir uns manche Sachen angucken. Irgendwelche Genozide, die verleugnet werden, oder Regierungen, was die mit unserem Geld machen und irgendwelche Dings reinholen und dies. Die sind in solchen tiefen Sachen verstrickt. Keiner weiß. Und wir glauben immer noch an demokratische Ordnung. Kapitel 4. Die Demontage der Vertuschung. Die Akte des Vaters. Wenn man so tief in den Abgrund blickt, stellt sich die Frage, wie konnte ein Vater das zulassen? Gegen Manuels leiblichen Vater, den Journalisten Rainer W., in Akten oft als Rainer Wolf geführt, stehen die schwerwiegendsten Vorwürfe im Raum. Er soll seinen eigenen Sohn aktiv in die Berliner Stricherszene eingeführt und ihn dort prostituiert haben. Schlimmer noch, er steht im Verdacht, an der Erpressung westeuropäischer Spitzenpolitiker mittels Kinderpornografie mitgewirkt zu haben. Doch um die Wahrheit ans Licht zu bringen, müssen wir die Beweise und die Taktik des Netzwerks exakt zäsieren. Die Vorwürfe gegen den Vater stützen sich im Wesentlichen auf zwei Säulen. Das Rolodex-Dossier. Dieses brisante Dokument befasst sich primär mit dem Ziel der Verstrickungen des hochrangigen niederländischen Politikers Joris D. in den Fall Schatwald und das Sandwort-Netzwerk. Das Dossier enthält eine Vielzahl akkurat nachprüfbarer Fakten über die Strukturen, lässt jedoch an den entscheidenden Stellen über den Vater die Primärquellen offen. Es dokumentiert den schweren Verdacht, lässt uns aber im Unklaren darüber, wer die ursprünglichen Informanten waren. Die Aussage von Vanja G. Ein angeblicher Ex-KGB-Offizier sagte wörtlich aus: Erst viel später erfuhr ich, dass Wolf im Auftrag der Auslandsspionage des DDR-Geheimdienstes mit Kinderpornografie Westeuropäer erpresst hat. Wolf hatte tatsächlich erwiesene Stasi-Verbindungen als Informant in Jugendclubs. Das erinnert mich sofort an Epstein. Mossad-Agent holt hochrangige Leute auf seine St. Lil James Island, lässt die da machen, was die wollen, nimmt das alles auf und erpresst sie am Ende des Tages für den Mossad oder für seine anderen hochrangigen Kunden, von denen wir nichts gehört haben bis jetzt. Und dann denkt man sich, boah, das ist eigentlich krass. Haben die das schon immer gemacht? Und dann lesen wir, Rainer Wolf, der Vater von Manuel Schatwald, genauso ähnlich wie Jakob Wetterlings Vater, der auch da mit irgendwelchen Pizza-T-Shirts und mit diesen zwei kleinen Jungs auf dem Bild gesehen worden ist und alles. Das ist doch nicht normal, ey. Kapitel 5. Die Spur der Toten, wie das Netzwerk Schweigen kauft. Das europäische Netzwerk überlebte nicht, weil es unentdeckt blieb. Es überlebte durch Angst, Erpressung, Kompromat und das gezielte Liquidieren von Whistleblowern und Ermittlern.
Das Prinzip ist simpel. Wenn du einen Minister oder Richter dabei filmst, wie er sich an einem Kind vergeht, hast du die absolute Kontrolle über ihn. Er wird jede Ermittlung abblasen, um seine eigene Haut zu retten. Und wer nicht käuflich oder erpressbar war, der wurde beseitigt. Hier kommen wir zu einer Sozialarbeiterin. Sie war auch eigentlich diejenige wirklich von allen Leuten, die etwas machen wollte. Und zwar ist das die Gina Pardians. 1998. Sie war eine unerschrockene Sozialarbeiterin und Ermittlerin der privaten belgischen Morkhoven-Arbeitsgruppe. Pardens gelangte im Zug ihrer Recherchen an das originale Videoband, das die Brücke zwischen dem Sandwort-Ring und Belgien schlug. Neben dem Schattwald-Material enthielt dieses Bild Aufnahmen, die eine Person aus dem direkten Umfeld von Michel Nehoul zeigten, dem logistischen Planer hinter dem belgischen Jahrhundertmonster Marc Dutroux. Gina Pardens wusste, wie gefährlich ihr Wissen war. Sie äußerte gegenüber Journalisten der Zeitung De Morgen: Die Sache wird immer gefährlicher, ich erhalte Drohungen im Mai 1998. Kurz vor einer geplanten Aussage und der offiziellen Übergabe des Bandes an die Polizei starb sie bei einem extrem rätselhaften Autounfall. Das Videoband, das die Eliten-Connection bewiesen hätte, verschwand am Unfallsort spurlos. Gerrit U. Der Kopf des Sanderworter-Rings wurde kurz nach dem Auffliegen der Struktur von seinem eigenen Handlanger Robbie van der P. erschossen. Im Milieu gilt es als gezielter Liquidationsauftrag der elitären Kunden, um zu verhindern, dass Gerrit U. vor Gericht auspackt. Anschläge auf die Gendarmerie. Die ehrlichen Ermittler Hermann Venalien und Guy Goffinon versuchten Anfang der 1980er Jahre den pädokriminellen Sumpf und die damit verknüpften Korruption in den höchsten Kreisen Belgiens aufzudecken. Beide überlebten nur knapp brutale, professionell ausgeführte Mordanschläge in ihren eigenen Häusern. In den 1970er und 1980er Jahren gab es in Belgien Gerüchte über Sexpartys der Elite, an denen angeblich auch Minderjährige teilnahmen. In geheimen Ermittlungsnotizen und Forenbeiträgen zur Brabanter Killerbande wurde spekuliert, dass Drogenermittler wie Goffinon auf Erpressungsmaterial aus diesen Kreisen gestoßen sein könnten. Kapitel 6: Das historische Fundament realer Snuff-Ringe. Der Fall Kuznetsov. Für jeden Kritiker, der behauptet, Snuff-Videos, also Morde vor laufender Kamera für zahlende Kunden, seien ein Mythos der Internet-Ära, gibt es einen historischen, polizeilich dokumentierten Gegenbeweis. Der Fall Dmitri Wladimirovich Kuznetsov aus dem Jahr 2000. Eine gemeinsame Untersuchung des Observer und internationaler Polizeibehörden deckte ein transnationales Netzwerk auf. Kuznetsov, ein 30-jähriger ehemaliger Automechaniker, betrieb in einer heruntergekommenen Wohnung in Moskau ein hochmodernes digitales Produktionsstudio. Seine Methode war eiskalt. Er rekrutierte schutzlose Straßenkinder und Waisen direkt von den Bahnhöfen in Moskau, indem er sie mit warmen Betten oder einem McDonald's-Besuch weglockte. Als die italienische Polizei in Neapel und die britischen Behörden das Netzwerk zerschlugen, beschlagnahmten sie 1000 Videos und Kundenlisten. Die Kunden zahlten über das Internet zwischen 300 und 4000 Pfund pro Video, je nach Härtegrad. Und die Kundschaft stammte aus der Mitte der gut situierten Gesellschaft. Angesehene Geschäftsleute, öffentliche Angestellte, Akademiker aus Deutschland, England und Italien. In den Ermittlungsakten tauchte die interne Kategorie Necros Pedo auf. Das war der Code für Filme, in denen Kinder vergewaltigt, geopfert und gezielt getötet wurden, während die Kamera lief. Das ist der unumstößliche historische Beweis: Der Markt für das absolute Böse existiert und er wird von denjenigen finanziert, die das Geld und die Macht dazu haben. Kapitel 7: Die X-Dossiers. Das Grauen der belgischen Oberschicht. Über das Video Der Giftzwerg schlug die Morkhoven-Gruppe die Brücke nach Belgien, direkt in das Dutroux-Netzwerk. Während Marc Dutroux die Mädchen in seinen Keller gefangen hielt, war der windige Geschäftsmann Michel Nihoul das logistische Bindeglied zu den elitären Kreisen des Landes. Als die belgische Bevölkerung 1996 nach der Festnahme von Dutroux im Weißen Marsch mit 300.000 Menschen auf die Straße ging, weil sie die massive Sabotage der Ermittlungen spürte, wurden im Hintergrund die geheimen X-Dossiers angelegt.
Diese Sonderakten basierten auf die Aussagen streng geschützter Zeuginnen, allen voran X1 Regina Louf und X2. Wenn wir diese offiziellen Ermittlungsakten öffnen, sehen wir das nackte Who is Who der belgischen Oberschicht. Die Politik und die Pink Ballets. Spitzenpolitiker wie der ehemalige Premierminister Paul van den Boynans, Justizminister Jean Gol und Minister Guy Mathut wurden schwer belastet. Im offiziellen Vernehmungsprotokoll PV 118-869 beschreibt die Zeugin X1 im Detail, wie sie im Alter von 10 Jahren von Van den Boynans und den anderen Eliten bei rituellen Orgien schwerstens missbraucht und gefoltert wurden. Diese Orgien, bekannt als Pink Ballets, dienten der systematischen Produktion von Erpressungsmaterial. Die Justiz und das Militär. Hochrangige Figuren wie der Jugendrichter Jean-Pierre Agnesens tauchen bereits in den frühen Protokollen der Affäre Pinon von 1981, Protokoll 15-268 auf. Anstatt Kinder zu schützen, feierte die Justiz mit. Der oberste Chef der belgischen Gendarmerie, General Fernand Boyer, wurde von Zeugen wie Paul Postal beschuldigt, Minderjährige missbraucht und jede ehrliche Ermittlung von Gendarmen im Keim erstickt zu haben. In denselben frühen Protokollen wird sogar der spätere König Albert II. Genannt. Er soll bei den Orgien anwesend gewesen sein und die Beteiligten beruhigt haben, dass man sich keine Sorgen machen müsste, dass alles von oben gedeckt sei. Die Hunting-Partys, Kinderjagden. Einer der grausamsten Vorwürfe in den X-Dossiers betrifft den rechtsextremen Adligen Baron Benoit de Bonvoisin, den schwarzen Baron. Die geschützte Zeugin X1 gab zu Protokoll, dass das Netzwerk wehrlose Kinder in den belgischen Wäldern aussetzte. Wohlhabende Männer jagten diese Kinder mit Gewehren wie Wildtiere. Baron Benoit soll Kinder bei diesen Jagden eigenhändig erschossen haben. Die Industriespionage und Rituellmorde. Die Zeugin X1 sagte aus, dass in den Werkshallen des mächtigen Rüstungs- und Luftfahrtunternehmens ASCO, das im Besitz des Unternehmers Roger Bois stand, geheime Studios existierten. Dort fanden pädokriminelle Orgien und rituelle Morde statt, die professionell auf Video aufgezeichnet wurden. Das Berliner Schweigen, die Vertuschung der Querverbindungen. Während unablässige Zeugenaussagen über den Missbrauch von Manuel in Rotterdam und Belgien eingingen, liefen die Ermittlungen der Berliner Staatsanwaltschaft permanent ins Leere. Dokumente verschwanden auf mysteriöse Weise, Zuständigkeiten wurden jahrelang zwischen Ämtern hin und her geschoben. Anstatt den drängenden internationalen Spuren konsequent nachzugeben, legten die Berliner Polizei den Fall im Jahre 1998 exakt auf dem Höhepunkt der Dutroux-Ermittlungen in Belgien ergebnislos ad acta. Dieses überhastete Schließen der Akte schützte die Drahtzieher und verhinderten effektiv, dass die deutsche Justiz die Querverbindung zum belgischen Elitenskandal jemals offiziell untersuchen musste. Ich weiß ja nicht, wie es euch dabei geht, aber für mich ist das ziemlich verdächtig. Kapitel 8. Das morsche Fundament, wenn die UNICEF zum Tatort wird. Wenn diese Netzwerke so tief in den Staat reichen, wo finden die Opfer dann Zuflucht? Bei internationalen Kinderschutzorganisationen. Bei den Vereinten Nationen, die Historie beweist das Gegenteil. Wir müssen den Blick in den März und Juni 1987 nach Brüssel richten. Es ist ein Fall der absoluten Schutzlosigkeit der Schwächsten dokumentiert. Am Mittwoch, dem 17. Juni 1987, stürmte die belgische Polizei das offizielle Hauptquartier der UNICEF in der belgischen Hauptstadt und verhaftete Georges Verbeek, den amtierenden Direktor des belgischen UNICEF-Büros. Die Anklage der Staatsanwaltschaft wog schwer. Öffentliche Beleidigung der Moral und Anstiftung zur Ausschweifung von Kindern unter 16 Jahren. Die Ermittler hatten bei Razzien in ganz Europa tausende pornografische Bilder von schwerstem Kindermissbrauch beschlagnahmt.
Bei den forensischen Untersuchungen der Hintergründe stießen sie auf Unfassbares. Mehrere Fotoserien und Videos waren eindeutig in den offiziellen Büros der UN-Kinderhilfswerke aufgenommen worden. Doch das war noch nicht alles. In den Kellern des UNICEF-Gebäudes hatten die Pädokriminellen ein komplett eingerichtetes, professionelles Fotolabor zur Entwicklung und Massenvervielfältigung des Missbrauchsmaterials installiert. Neben dem Direktor Verbeek wurde auch ein jüngerer UNICEF-Mitarbeiter als direkter Produzent festgenommen. Das zeigt das eiskalte, strategische Kalkül dieser Ringe. Sie infiltrieren Organisationen wie die UNICEF aus zwei Gründen. Das perfekte Schutzschild. Niemand durchsucht die Keller des weltbekannten Kinderschutzwerkes nach einem illegalen Pornolabor. Es ist das Versteck im hellsten Licht. Die diplomatische Immunität. UN-Strukturen und ihre Mitarbeiter genießen internationale Privilegien und Immunitäten. Das Netzwerk nutzt diesen diplomatischen Schutzschild als logistische Basis, um Material und Kontakte ungestört über Grenzen hinweg zu bewegen. Und das sollte uns vor allem mittlerweile klar sein, dass genau diese Leute solche Sachen machen. Dass diese Organisationen extra mit solchen Kindern arbeiten. Beispiel Metzelder, Fußballspieler, deutscher Nationalspieler, oh, er war so gut. Arbeitet mit behinderten Kindern und, ne? In was für einer Welt leben wir? Die kommen aus diesen Netzwerken raus, kommen zu solchen Kinderhilfswerkstätten und was weiß ich, und dort werden die weiter vergewaltigt. Das ist das Problem, was wir überall haben. Ob das durch solche Netzwerke sind, ob das durch Krieg ist, ob das durch Hunger ist, Erdbeben, keine Ahnung, irgendwelche Naturkatastrophen, Kinder verschwinden und Kinder landen genau dort. So, und das ganze Fazit zu dem ganzen Thema ist das zyklische System der Tyrannei. Manuel Schattwald, Marc Dutroux, Dimitri Kuznetsov, Jeffrey Epstein, die Namen, die Jahrzehnte und die Kulisse ändern sich. Aber die strukturelle Blaupause bleibt absolut identisch. Es ist ein grenzüberschreitendes, systemisches Netzwerk. Ein System, das Hand in Hand arbeitet, gefüttert von skrupellosen Zulieferern aus dem eigenen Umfeld der Kinder und geschützt von den mächtigsten Männern und Frauen der Gesellschaft. Wir dürfen nicht die Augen davor verschließen, warum offizielle Kinderschutzprogramme und die Justiz in diesen Fällen versagen. Weil die Täter, die Konsumenten und die Erpresser oft dieselben Leute sind, die diese Gesetze schreiben, die Budgets dieser Organisationen kontrollieren und die Polizei kommandieren. Wenn die Hüter des Gesetzes selbst zu den Monstern im Keller gehören, kollabiert jedes Kontrollsystem. Es ist kein Versagen des Systems. Es ist das System selbst. Und die einzige Waffe, die wir dagegen haben, ist, die Wahrheit unzensiert auszusprechen, die Namen zu nennen und das Schweigen dauerhaft zu brechen. Das ist das Thema, Freunde, von Manuel Schattwald und wie er oder wie sein Mord, sein Verschwinden, diese ganzen Connection erst aufgedeckt hat. Man kannte sie auch schon davor, aber schaut mal, wie viele Länder, wie viele Netzwerke, England, Deutschland, Holland, Belgien und dann kommen noch die ganzen anderen Netzwerke von denen in ehemalige Sowjetunion, dann auch noch da, was weiß ich, Litauen, Estland, Weißrussland, dahin. Die ganze Welt, die sind alle vernetzt. Von irgendwelchen Rothschilds, von irgendwelchen Rockefeller, von irgendwelchen Gates, was weiß ich, wie diese ganzen Familien heißen, ne? Diese ganzen Dings, die arbeiten und die gründen diese Organisation und schicken dort irgendwelche Kriminellen dahin, um diese Organisation weiter aufzubauen oder um diese Sachen zu machen. Das ist, da kommt man gar nicht hinterher. Gar nicht hinterher. Wenn wir gucken, wie viele Kinder verschwinden im Jahr, 50.000 in Deutschland, 100.000 in Deutschland, 50.000 sagen wir werden gefunden, 50-50. In Amerika 100.000.
Überall verschwinden Kinder. Und dann kommen noch irgendwelche Erdbeben und andere Aktionen immer noch. Und immer mehr Kinder verschwinden, okay? Und ich hatte euch das ja auch im Ukraine-Krieg ja auch schon erzählt gehabt. Ich weiß nicht mehr welches Video. Das war das Video mit Rabi Finkelstein. Da, wo die das alles gesagt haben, wer diese ganzen Leute sind, wie die kontrollieren, was die Ukrainer mit den ganzen Kindergräbern angestellt haben, ne? Mit diesen ganzen organisierten pädophilen Ringe für Organmafia und für das, was weiß ich. Das ist schrecklich. Das ist einfach schrecklich. Ich verlinke euch das. Einfach in der Kanalbeschreibung gibt es noch ein paar Sachen, könnt ihr gerne gucken. Ich werde euch ganz, ganz viele Quellen geben, wenn ihr euch diese Thematiken selbst nochmal noch detaillierter anschauen wollt, ne, für euch selbst recherchieren wollt. Das ist geisteskrank. Was ich, also in dieser Recherche alleine, was ich alles herausgefunden habe, auch so für mich, was ich gerade so ein bisschen forsche, das ist definitiv diabolisch. Okay? So, Freunde, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Alle anderen Sachen sind in der Kanalbeschreibung. Ich danke euch wie immer auch für die Zeit, die ihr jetzt gewartet habt, ne, bis ich wieder bereit war, ein Video zu machen nach dem Urlaub. Mir geht es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und wir sehen uns definitiv zum nächsten Video. Freunde, passt auf euch auf und bleibt kritisch.